Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. Heute in dieser Folge möchten wir euch zeigen, wie man leckere Pfefferbeißer selber herstellt. Sie sind so aromatisch und pfeffrig und einfach nur lecker. Habt ihr Interesse? Dann bleibt dran. In diesem Video zeigen wir es euch. Für die Pfefferbeißer haben wir Schweinebauch verwendet und eine Unterschale aus dem Schinken. Die Gewürzmischung besteht aus Paprika edelsüß, Kardamom, Koriander, weißer Pfeffer, Muskatnuss, Rotzucker und ganze Pfefferkörner, die haben wir grob gemahlen. Für die Haltbarkeit und zum Umrühren benötigen wir Pökelsalz und Ascorbinsäure und einen Knoblauchrum mit selbst eingelegten Knoblauchzehen. Die genauen Mengenangaben könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal nachlesen. Als erstes wird die Schweineunterschale zerteilt und in wolfgerechte Stücke geschnitten. Das schlachtfrische Fleisch haben wir aus einer hiesigen Metzgerei gekauft. Das Tier stammte aus keiner Massentierhaltung, sondern von einem Bauern aus der Region. Die Transportwege sind zu kurz. Das Tier hat viel weniger Stress und wir unterstützen die hiesigen Bauern und tragen sogar noch was zum Klimaschutz bei. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie nach und nach das Fleisch in fleischwolfgerechte Stücke geschnitten wird. Und jetzt ist der Schweinebauch an der Reihe. Als erstes schärft er mal das Messer. Mit geübten Schnitten wird jetzt die Knochenhaut entfernt, damit er gleich die Knochen rauslösen kann. Mit einem selbst gebastelten Hilfsmittel, das ist ein Draht und ein Knochen, löst er jetzt die Knochen heraus. Jetzt werden die Knochen entfernt. Alle Knochen sind jetzt entfernt, jetzt wird der Bauch zerteilt. Wir haben allerdings nicht den ganzen Schweinebauch verwendet, sondern aus dem Stück wurde jetzt noch ein Bacon herausgeschnitten. Wie wir den Bacon herstellen, zeigen wir euch in einem anderen Video. Das Stück für den Bacon ist jetzt vorbereitet. Das Fleisch vom Schweinebauch wird jetzt auch in wolfgerechte Stücke zerteilt. Hier könnt ihr einmal sehen, wie das Fleisch entschwartet wird. Die Schwarte kommt nicht mit in die Pfefferbeißer, aber die Schwarte wird nicht weggeworfen. Damit kann man andere Würste machen, zum Beispiel Weißwürste. So, das Fleisch ist jetzt alles zerteilt. Übergeblieben sind die Knochen und die Schwarte. Das vorbereitete Fleisch wird jetzt in eine große Wanne gelegt und abgewogen. Dann wird es gleich gewürzt, gesalzen und mit Rum verfeinert. Als erstes haben wir die Gewürze hinein, dann Salz und Ascorbinsäure. Dann wird das Ganze einmal gut durchgemengt. Das gewürzte Fleisch wird jetzt einmal durch den Wolf gedreht. Die Scheibe hatte einen Durchmesser von 3 mm. Jetzt kommt noch unsere geheime Zutat hinein, der Knoblauchrum. Danach wird die Masse so lange vermengt, bis eine Bindung entstanden ist.
Der fertige Wurstteig kommt jetzt in die Abfüllmaschine. Es wird eine Kugel gedreht und dann wird er richtig mit Schmackes hineingeworfen. Zack. So verhindert man, dass zu viel Luft in der Wurst landet. Und immer wieder mit festem Schwung hineinwerfen und nachdrücken. Zack. Bis der ganze Wurstteig aufgebraucht ist. Alles kommt hinein. Der Schafseitling in der Größe 2022 wird jetzt auf die Tülle aufgezogen. Am Ende von Darm wird ein Knoten hineingemacht. Alles nochmal nachschieben. So, und jetzt wird es abgefüllt. Mit geschickten Händen schafft man das in nur. Passt aber auf, dass nicht so viel Luft reinkommt. Die muss raus. Am Ende wird der Seitling abgeschnitten und wieder ein Knoten hineingemacht. Wie heißt das Lied? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jetzt wird die Wurst abgedreht. Die Wurst wird auf den Tisch gelegt, sodass man immer die gleiche Größe hat und in einer Richtung abgedreht. Die fertige Wurst wird jetzt aufgezogen, weil sie jetzt eine Nacht lang trocknen muss. Das Ende der Wurst wird einmal durchgezogen, so hält das Ganze. Das nennt man übrigens Affenschaukel. Die aufgezogenen Würste werden dann gleich noch aufgehängt in die Speisekammer und für eine Nacht lässt man sie dann trocknen. Am nächsten Tag werden die Würste kalt geräuchert bei 20 Grad. Dazu werden die Würste in den Räucherofen hineingehängt und da unten ist eine Kammer und da kommt jetzt die Räucherspäne hinein. Zu der Räucherspäne werden dann noch Wacholderbeeren dazugegeben und ein Zweig Rosmarin. Mit einem Anzünder wird das Räucherwerk jetzt angezündet. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein toller Duft war. Herrlich. Und dieser tolle Duft wird jetzt an die Würste abgegeben. Wenn alles gut brennt, kommt es in den Ofen hinein. Die Kammer wird einfach hineingeschoben. Jetzt wird der Räucherofen verschlossen. Da oben sieht man schon, wie der Qualm raussteigt. Und die Würste wurden jetzt für 5 Stunden geräuchert. So, meine Freunde, die Räucherzeit ist zu Ende. Schaut nur, wie schön sie geworden sind. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie das duftet. Man möchte am liebsten sofort eine runterreißen und hineinbeißen. Ihr könnt sie jetzt an der Luft weiter trocknen lassen, vakuumieren und sogar auf Vorrat einfrieren. Vielen Dank für euer Interesse, wie man Pfefferbeißer herstellt. Sie sind so würzig und lecker, einfach zum Reinbeißen. Bist du neu auf meinem Kanal, würde es mich freuen, wenn du mich abonnierst, uns nett kommentierst und ein Like hinterlässt. Vielen Dank, wir wünschen euch alles Gute.
Bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!